Oh, hallo alle miteinander, Grüße aus Sibirien. Ich habe mich hier gerade artgerecht mit dem Nadaniva durchgekämpft. Das ist unsere Straße. Absoluter Wahnsinn. Ich bin auf dem Weg nach Chita, um einen Freund abzuholen. Jetzt bin ich mal neugierig, wie der LKW durchkommt. Mal schauen. Sibirien Straßen, Sibiriens Leben, High Life. Auf Video für euch. Oh, Mist. Oh Gott. Meine Schuhe im Schlammbad. Nichuja Sibir. Хорошо. So, jetzt mache ich noch ein Video für euch mit Zoom-Funktion. Beim ersten Video musste ich ein Stück weggehen. Mein Auto stand nicht günstig. Ich habe Niva erstmal aus dem Gefahrenbereich weggenommen. Ja, schau mal, wo sich der Schackmann durch den Schlamm wühlt. Holla die Waldfee. Das ist ja aber auch Solidarität. Wir haben jetzt hier 4 Mann, insgesamt mit mir 5, so viel Steine wie möglich in den tiefen Graben reingebracht, damit er durchkommt. Das ist nicht gerade eigentlich einfach für den Guten. So, hallo alle miteinander. Heute ist Sonntag. Wir haben jetzt eine Ausfahrt gemacht mit Familie. Bisschen weiter raus aus dem Dorf. Und wollten einfach mal die letzten Sonnenstrahlen genießen. Und für euch noch einen kleinen Rundumblick zum Abschluss für das letzte Video für Juri. Ja, und der Himmel ist herrlich blau, sauber, keine Regenwolken. Endlich nach den wochenlangen Regenfällen. Deswegen heute einfach nur mal die Ruhe genießen am Sonntag. Und am Bergbach sitzen. Das ist ein kleiner Nebenarm von unserem Flüsschen. Die vereinigen sich weiter unten ein paar Kilometer. Klares, sauberes Wasser. So. Und das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze aus Sibirien. Hallo alle miteinander. Herzliche Grüße aus der Stadt Chita. Der Motorraum ist geöffnet, weil ich den Wagenheber brauchte. Ich zeige euch schnell, was die Nacht passiert ist. Ich bin erst die Nacht angekommen in der Stadt Chita, weil die Straße so schlecht im Gesamtzustand ist. Da hat es mir ein Rad zerschabelt, keine Luft mehr drauf. Das habe ich schon gewechselt. Das alte Reserverad und das zweite Reserverad liegt im Motorraum. Immer 2 unterwegs mit. Und jetzt muss ich noch Öl auffüllen auf Differential. Spritze habe ich mir extra schon besorgt. Vor 3 Monaten, die liegt im Auto. Öl und Werkzeug ist auch immer mit. Und da ist die Bescherung. Das hat wieder mal zernischelt, ein Aufsitzer auf dieser schlechten Straße. Obwohl ich sehr, sehr langsam gefahren bin, aber das Differential ist empfindlich, das weiß ich. Ich suche schon seit Monaten eine neue Hinterachse, aber ist schwierig zu bekommen. Jetzt fällt den ganzen Mist. Notdürftig reparieren, auffüllen, 50 Kilometer fahren, auffüllen. Immer so weiter, bis ich zu Hause bin, damit der Spaß nicht restlos kaputt geht. Das sind die Erlebnisse, die man hat auf russischen Straßen, besonders bei uns hier in Burgatien. Ja, da habe ich was vergessen zu erzählen. Warum war ich in Chita? Einmal Großeinkauf, Lebensmittel und solche großen Wasserkanister zum Wasser holen. Und eigentlich wollte ich einen Freund abholen, der heute früh um 8 Uhr landen sollte mit dem Flugzeug
in Chita aus Moskau. Aber die Nacht kam kurz bevor ich angekommen bin. Nee, wann kam? Ist egal. Es war gestern so viel Stress. Ich habe jetzt kein Erinnerungsvermögen, wann die Nachricht kam. Ist egal. Jedenfalls, ich war schon kurz vor Chita. War ein Imbiss und da kam die Nachricht, dass er in Polen an der Grenze steht. Und zwar Polen nach Kaliningrad rüber. Und die Polen keine Leute mehr über die Grenze gelassen haben, die ins Inland von Russland weiterreisen wollten. Nur russische Staatsbürger und Touristen mit Touristenvisum Kaliningrad. Das heißt, dank der Polen konnte mein Besuch nicht kommen. Und ich habe den Tag jetzt genutzt, um Einkäufe zu machen für uns, dass wir die nächsten Monate ein bisschen sparen können. Einige Sachen gibt es bei uns auch nicht im Dorf. Und hier sind die Preise auf ein Drittelniveau etwa, sogar ein Viertelniveau teilweise. Und deswegen habe ich die Zeit genutzt. Und jetzt werde ich starten und Richtung nach Hause fahren. Bis später. So, nochmal ich. Hallo alle miteinander. Lada fährt wieder. Ich fahre jetzt wieder in Richtung Nordost. In Richtung Heimat. Etwa 370, 80 Kilometer, Pi mal Daumen. Hier in Chita, die ersten 40 Kilometer haben wir noch halbwegs guten Asphalt. Es geht Richtung Berge, jetzt geht es nur bergauf, bergauf, bergauf. Die nächsten 20 Kilometer, weil die Stadt Chita liegt in dem Tal unten tief drin. Und ich werde versuchen, auf der Strecke für euch mal diese katastrophalen Wegabschnitte zu zeigen, damit ihr euch vorstellen könnt, was das für eine Belastung für das Auto ist. Weil das Auto Niva an sich ist kein schlechtes Auto. Der Motor schnurrt wie ein Kätzchen seit der letzten Reparatur. Es stinkt nicht mehr nach Abgas. Der Benzinverbrauch ist rapide zurückgegangen, wieder auf normal, auf knappe 10 Liter. Wo ich vorher bei 17, 18 gewesen bin. Die ganzen Fehlermeldungen, die ich gehabt habe im Steuergerät, sind alle verschwunden. Nach dem Löschen ist nichts mehr aufgetaucht. Die einzige, die ich noch habe, ist das ABS, weil die Sensoren kaputt sind von Bosch. Die sind bestellt, die werden wahrscheinlich, wenn alles gut klappt mit der Post, in 2 Wochen ankommen. Dann kann ich wieder ein kleines Video machen, dann werde ich die wechseln. Und dann schauen wir mal, ob der Tachometer wieder funktioniert und ob das ABS wieder funktioniert. Weil mehr habe ich an Fehlermeldungen nicht gefunden, was das ABS betrifft. Er hat mir beide Sensoren auf Russisch Statschik angezeigt, dass beide Sensoren defekt sind. Ich habe die kontrolliert. An sich, die Sensoren scheinen in Ordnung zu sein, aber die Kabel sind auf beiden Seiten beschädigt. Wie das kommt, kann ich mir nicht erklären, aber genau an der Stelle, wo es durch die Karosserie geht, dort hat es ein Gummi durchgescheuert, wahrscheinlich auch unsere tollen Straßen. Das war es erstmal von mir jetzt. Ich werde das Video erstmal stoppen und zum späteren Zeitpunkt, wenn dann die schlechten Straßenabschnitte kommen, versuche ich noch mal ein bisschen was für euch einzufangen. So, hier beginnt ein bisschen Strecke, die nicht so schön ist. Ich versuche es mal mit eingeklemmtem Telefon am Armaturenbrett für euch ein bisschen einzufangen. Ja, und eure schönen Kommentare, immer artgerechte Haltung, ja, mag ja sein, aber das geht alles sehr auf die Technik, weil das Stück, was wir jetzt hier haben, ist noch halbwegs okay, aber es kommen noch andere Streckenabschnitte, die in einem Zustand sind, die ich nicht mehr als Straße bezeichnen möchte. Jetzt haben wir gerade Gegenverkehr, so einen schönen Buchanka, den ich mir auf alle Fälle im nächsten Jahr holen werde, weil der ist doch etwas robuster und nicht so anfällig. Den stören die Straßen hier nicht. Zumindest nicht so sehr, wie es dem Lada Niva zusetzt mittlerweile. Und da wir nun doch ab und zu in die Stadt fahren müssen, mindestens einmal alle 6 Wochen für Großeinkäufe, weil es bei uns am Dorf eigentlich, ja nicht eigentlich, es ist einfach so. Es ist viel zu teuer. Wenn ich rechne, was ich heute ausgegeben habe für die Nahrungsmittel und was ich bei uns im Dorf bezahlen würde, bin ich etwa beim 4-fachen Preis. Ist einfach so.
Und das macht dann keinen Spaß mehr. Deswegen ist der Lataniva heute komplett vollgepackt. Bis unter das Dach, was ich wegkriegen konnte. Und jetzt geht es ganz langsam und vorsichtig wieder Richtung Heimat. Das Problem hier in den Straßen ist immer, dass die Bergbäche und Flüsse über die Ufer treten, die Durchläufe in den Straßen, sagen wir mal Brücken, Rohrbrücken, nicht ausreichen. Und dann verwandeln sich die Straßen in Schlammpisten und werden ausgespült und dann hat man solche Phänomene, wie wir hier sehen. Ich meine, wenn man mal als Tourist hierher kommt, wäre es für euch das Paradies, auf so einer Straße mal rumzugurken. 100%ig. Kommt ihr voll auf eure Kosten. Aber wenn man hier lebt und hier fahren muss, irgendwann nervt es einem. Ist einfach so. So, und da ich ein paar Mal die Fragen hatte, was habe ich denn als Notausrüstung mit? Also in den Sommermonaten von Frühjahr bis Herbst, so wie jetzt, habe ich nicht allzu viel mit. Ein Kanister mit 5 Liter Wasser, ein paar Nahrungsmittel für den Weg, dass es reicht, dass ich mir nichts zu essen kaufen muss. Und wenn ich mal irgendwo stehen und lieb bleibe, dass ich was zu futtern habe für mich. Ein paar Flaschen Mineralwasser, noch ein paar andere Sachen zum Trinken, Radkreuz, 40 Liter Benzin, Handy umgefallen, 40 Liter Benzin, sowieso immer Pflicht auf der Strecke. Die 2 Reserveräder sind sowieso obligatorisch, Radkreuz, 2 Wagenheber, 2 verschiedene Modelle, Holz zum Unterlegen und noch eine ganze Kiste voll Werkzeug, alles was man brauchen kann. Von Maul, Ringschlüsseldrahtgeber, Schraubendreher, Draht ist ganz wichtig, Isolierband, verschiedene Sorten, Schlauchschellen, ein Kanister mit Getriebeöl, ein Kanister mit Motoröl, 5 Liter jeweils, 2 Liter Bremsflüssigkeit, dann noch 2 Liter Flaschen Kühlflüssigkeit, ja, noch so ein bisschen Kleinkram, was man so dabei hat. Der Verbandskasten ist sowieso immer dabei und eine Isomatte, die ich noch von meinem lieben Freund Juri habe, die halte ich in Ehren. Die hat mir schon mehrfach gute Dienste geleistet, vor allem unterwegs. Wenn man die unter das Auto legen muss, dann ist die Pflicht, weil es macht keinen Spaß, auf der sandigen Piste zu liegen. Ja, was ist noch im Auto? In der Decke, ein paar kleine Kopfkissen, weil ich nun doch öfters mal auch im Auto schlafen muss, auf dem Weg. Ein bisschen Seife für die Hände, eine Packung Feuchttücher, naja, und noch so ein paar Kleinigkeiten für den täglichen Bedarf, wenn man mal im Wald muss. Aber das müssen wir jetzt nicht unbedingt ausdiskutieren. So, das ist so die Grundausrüstung im Sommer. Im Winter gibt es dazu einen transportablen kleinen Gaskocher, 3 Gaskartuschen. Dann habe ich im Winter meistens 2 Kanister Wasser im Auto, einen kleinen Topf, Fertigsuppen, die man sich warm machen kann, Besteck, 2 Tassen Tee und Kaffee, Trockenpulvermilch, dass wenn man wirklich länger auf der Strecke steht, dass man sich was warm machen kann, was zu essen, was zu trinken. Ach, Navigationssystem, halt den Mund, ich kenne den Weg. Ich habe das Navigationssystem laufen, damit ich weiß, an welchem Punkt ich des Weges bin. Ich habe mir in meinem Navigationssystem diese markanten, schlechten Punkte der Straße einprogrammiert, damit ich rechtzeitig davor eine Meldung kriege. Ich kriege automatisch eine Meldung, wenn ich mich in 500 Metern annähere an einen schlechten Punkt, wo man sehr aufpassen muss. Das hilft ungemein hier, wenn man hier fährt auf der Strecke. Und ich programmiere mir die auch immer wieder neu ein, wenn die Punkte verschwunden sind, wenn die repariert wurde, die Straße wird es gelöscht. Und wenn neue Punkte sind, die bescheiden sind, dann speichere ich die neu ein. Deswegen habe ich das immer parallel mitlaufen. Und ich weiß auch, wann eventuell ich im nächsten Dorf ankomme, wann ich wieder Funksignal auf dem Handy habe, habe ich mir alles mit mühevoller Kleinarbeit in das System reingehackt. Deswegen quatscht das ja nebenbei. Und das Komische ist, ich habe ein Handy mit russischem Betriebssystem
alle Apps sind russisch, aber dieses Navigationssystem spricht von Anfang an nur Englisch. Ich kann machen, was ich will, entweder Chinesisch oder Englisch. Ich krieg's nicht hin, dass es Russisch spricht. Keine Ahnung, ich bin kein Handy-Experte. Und Programmieren ist sowieso nicht meine Sache, ehrlich gesagt. So, das war noch so ein bisschen nebenbei. Teilweise auch Beantwortung eurer Kommentarfragen. Ja, was habe ich vergessen? Ach so, im Winter habe ich, je nachdem wie viele Personen bei mir mitfahren, mindestens einen Schlafsack oder zwei Thermoschlafsäcke noch dabei und dicke Fellmützen und Handschuhe. Wenn wirklich mal die Heizung ausfallen sollte und man sich nicht mehr helfen kann, dann packt man sich ordentlich warm ein und fertig ist das. Einen kleinen, so einen kleinen elektrischen, wie heißt es auf Deutsch, ein kleines Multimeter, speziell fürs Auto und mein Carscan-Adapter sowieso, dass wenn in der Elektronik was ist, das habe ich immer noch mit dabei. Ja, und das war's im Eigentlichen. Das ist so hier die Grundausrüstung, die ich je nach Sommer- oder Wintermonaten immer mit dem Auto habe. Und ja, zwei Abschleppseile, speziell zwei. Ein sehr langes und ein kurzes ist sowieso immer dabei. Und Spanngurte sind noch spezielle Spanngurte, die sind 3 Tonnen belastbar, das sind 8 Stück, 6 Meter. Da ich keine Seilwinde habe, wenn man sich mal wirklich barbarisch festgefahren hat, dann kann man die aneinander knüpfen und jeweils parallel halten die knappe 6 Tonnen. Dann kann man sich auch mal notdürftig mit den Ratschen, ist zwar extrem mühsam, kann man sich rausziehen. Das habe ich auch noch dabei, das habe ich vergessen zu erwähnen. So, und jetzt werde ich das Handy mal eine Zeit lang ausmachen, weil es braucht Strom. Und dann geht es weiter, wenn wir wieder auf dem tollen Abschnitt sind. So, wir versuchen noch mal ein bisschen Video zu machen für euch. Ich muss sowieso langsam fahren. Und zwar hatte ich immer wieder Fragen von euch, auch hauptsächlich per Privatnachricht. Wie ist denn die Mentalität bei euch da in Sibirien? Leute, ich lebe in Buratien. Ich kann hier nur für meine Arbeitskollegen, Freunde und Bekannte sprechen. Was ich hier erlebt habe, seitdem ich hier lebe, ist eigentlich nur positiv. Wenn ich meine Kollegen frage, ob Moskau interessant ist, dann sagen sie ein Schimpfwort und sagen, daleko. Moskau ist weit weg, Moskau interessiert sich nicht für uns und wir interessieren uns nicht für Moskau. So übersetzt würde ich sagen, das Schimpfwort scheiß drauf. Wir haben hier andere Probleme und das habe ich auch so kennengelernt. Die Mentalität ist hier so ich würde es fast vergleichen mit früher mit der DDR-Zeit. Jeder hilft jedem. Und das habe ich auch mehrfach schon erlebt, wo ich liegen geblieben war auf der Strecke. Da hält immer jemand an und fragt, ob er helfen kann und dann helfen die auch. Und da ist auch Geld interessiert in Scheißdreck. Es geht darum zu helfen, man schüttelt die Hand, man umarmt sich, man freut sich, man tauscht Telefonnummern aus, man versucht in Kontakt zu bleiben und das war's. Das ist eine ganz andere Mentalität, als was ich in den Städten hier, in den Großstädten erlebt habe. Ich war auf Dienstreisen in Moskau, in Kaluga, in Voronezh, Nizhny Novgorod und anderen Gegenden, wo ich gearbeitet habe. Und dort war die Mentalität ein bisschen anders. Die ist hier ruhiger, herzlicher, freundlicher. Das ist mein Eindruck. Und deswegen gefällt es mir hier in der Gegend. Deswegen will ich auch nicht mehr weg hier. Andersrum ist genauso. Ich habe auch angehalten. Gestern auf dem Hinweg hatte sich ein OAS Hunter festgefahren im Schlamm, weil dem das Differential nicht gehorcht hat. Der hat einfach ein Allrad nicht zuschalten können. Ging einfach nicht. Der hatte nur Heckantrieb. Der Frontantrieb wollte nicht und damit steckt er fest. So, ich habe angehalten, gefragt, was ist los? Naja, haben wir diskutiert kurz. Der hat mir zwar lachen, Niva, zieht Hunter raus, ob das geht. Und er sagt, Postmortem, schauen wir mal. So, großes Abschleppstall ran. Wir hatten 8 Meter, dass ich nicht in Schlamm reinfahren musste. Hab zugesehen, dass ich auf festem Untergrund stehe. Getriebe, Untersetzung rein, Sperre rein, angeruckt, Gas gegeben und mit gemeinsamen Kräften haben wir einen Hunter rausgeholt. So, hat mich gefragt,
ob ich es bezahle, dann will ich sagen, nee, ist egal. Mir haben Leute geholfen, ich helfe euch, passt. Dann haben wir uns auch Hände geschüttelt, geraucht zusammen, Telefonnummer ausgetauscht. Dann haben wir uns einen guten Weg gewünscht und die Fahrt ging weiter. Hier in der Wildnis, wenn du hier auf den 350, 380 Kilometern Wildnisstraße bist, so wie ich jetzt fahre, am Tage mag das alles noch gehen. Da hast du alle paar Stunden mal kommt jemand. Entweder kommt dir jemand entgegen oder es kommt aus einer Richtung, wo du hin willst, fährt jemand weiter und hilft dir. Aber in den Nachtstunden bist du meistens allein. Da ist ganz wenig Betrieb. Und dann stehst du da. Und deswegen ist das hier so fast ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn jemand da steht und kommt nicht weiter, hält man an und fragt. Und dann hilft man sich gegenseitig. Fertig. Da gibt es keine Diskussion. Und so die Grundmentalität, finde ich, hier ist so, uns interessiert nicht, was die anderen machen. Da in den großen Städten, in Moskau, St. Petersburg und so weiter, die haben ihre eigenen Probleme, die haben ihre eigene Welt. Wir haben unsere Welt hier mitten in der Natur. Und für uns regiert hier Mutter Natur, was wir zu tun und zu lassen haben. Wenn Regenzeit ist, ja, das klingt komisch, aber wir haben hier so eine Art Regenperiode, so eine übelste Regenperiode im Herbst. Da schüttet wochenlang wie aus Kannen. Die Straßen sind keine Straßen mehr, das sind Schlamm-, Rutsch-, Matschpisten. Da ist jedes Fahren, was du musst, ist ein Kamikaze-Unternehmen. Und da kannst du auch nur mit sogenannten Vestichots, diese Allterrain-Fahrzeuge, diese Eigenbaukisten, oder mit einem guten Allrad, der hochgesetzt ist. Mein Niva ist zwar hochgesetzt, aber wurde auch noch wahrscheinlich nicht ausreichen in jedem Fall. Weil manchmal die Bäche und die Bergflüsse einfach über die Ufer treten, über die Straße schießen. Oder die Straße einfach wegspülen. Das ist einfach so hier. Und da braucht man sich nicht für irgendwelchen politischen Mist interessieren. Man interessiert sich hier, hat man genug Holz für den Winter. Hat man sein Wasservorrat aufgefüllt, dass genug da ist. Kann man Wasser holen? Wo kann man Wasser holen? Funktioniert das Auto? Der Anhänger muss funktionieren. Genug Nahrungsmittel sollte man auf Vorrat haben in den Wintermonaten. Deswegen habe ich das Auto heute voll gepackt. Weil man nicht weiß, ob man im Winter über die Straße in die Stadt kommt oder ob die LKWs die Lieferung machen, zu uns auf das Dorf rauskommen, ob die durchkommen. Das weißt du alles nicht. Das kann mal 3-4 Wochen sein, dass kein Fahrzeug rein und rauskommt. Das ist normal. Und dann sollte man genug Reserven haben. Ich habe ein paar Konservendosen Fleisch, Wurst und anderes Zeug. Ja, und scheiß drauf. Wir machen dann ein paar Konservendosen auf. Brot können wir uns selber backen im Notfall. Und das Leben läuft weiter. Interessiert kein Schwein. Und nach 3-4 Wochen ist die Straße wieder auf. Na gut, dann fährst du halt dann. Alles easy, alles Paletti. Man muss sich nur einrichten darauf, dass das hier alles anders ist. So ein verwöhnter Stadteuropäer würde hier im ersten Winter knallhart auf die Fresse fliegen. Und das sprichwörtlich. Nicht nur so auf die Fresse, sondern auch mit allem anderen. Da hatte ich schon viele Diskussionen deswegen. Fand ich auch sehr lustig immer. Die Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, dass das hier völlig alles anders ist. Ich finde, es ist wesentlich freier auch dadurch, das ganze Leben. Weil man sich über bestimmte Sachen keinen Kopf machen braucht. Wir sind ja weit genug weg von allem Mist in der Welt, dass man hier, na gut, man hat vielleicht ein bisschen mehr Stress durch die Straße, mehr Stress durch die Autoreparaturen, aber Pillepalle, interessiert mich nicht. Das geht mir dann wiederum fast am Arsch vorbei. Es macht sogar Spaß, in der Karre rumschrauben, manchmal. Zumindest mit Sascha macht Spaß. Der hat immer einen flotten Spruch auf der Lippe. So, das waren so für euch nochmal die paar Sachen, die ihr immer von mir wissen wollt, die ich mal erzählen soll. Jetzt habe ich mal Zeit dafür gehabt, weil ich sowieso extrem langsam fahren muss. Ich habe keinen Bock, hier nochmal einen Aufsitzer zu haben. Das Auto ist schwer beladen und die Kiste muss durchhalten bis nach Hause. Und ich versuche auch die nächsten Monate wieder mit die Kommentare alle durchzulesen, mir aufzuschreiben und dann eure Fragen zu beantworten. Aber ich kann nicht versprechen, ob ich schaffe. So, wir haben hier Gegenverkehr. Nochmal ein Buchanka. Sind wir heute schon 6 Stück entgegengekommen. Ah, Staubwolke. Ja,
Die Buchankas mag ich einfach. Ich überlege aber immer noch, ob ich ein Gas Sobol Chitiri, also 4x4, ob das ein Gasel wird nächstes Jahr oder ob ich mir über den Winter schon den Buchanka hole. Momentan muss ich genau überlegen, was ich mache. Weil Gas Sobol hat mir für meine Verhältnisse wieder zu viel elektronischen Schnickschnack. Das gefällt mir nicht. Da habe ich schon hier mit dem Niva immer wieder Probleme. Mein Traum ist eigentlich ein Auto mit Vergasermotor, wo man den Vergaser ausbauen kann, man macht den sauber, man reinigt die Düsen, baut alles wieder zusammen und kann sich das Ding nach Gutdünken, wie man will, selbst einstellen. Mal schauen, ist alles noch nicht entschieden. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen für euch, natürlich habe ich 2 kleine in verschiedenen Größen Universal-Äxte im Kofferraum liegen, 2 Hämmerchens, einen großen, einen kleinen, Universalwerkzeug für russische Autos, brauchst immer einen Hammer und ein bisschen Draht. Wir haben ja früher gesagt, mit Hammer und Draht kommst du bis nach Leningrad. Nee, Spaß beiseite. Natürlich auch eine Handsäge, dass man im allergrößten Notfall sich ein Lagerfeuer machen kann. Feuerzeuge habe ich sowieso, weil ich kann dann mal eine Zigarette rauchen. Ein bisschen Papier im Auto ist auch immer vorhanden. Also die Notausrüstung hat sich schon bewährt. Es ist alles vorhanden, was man braucht. Das hatte ich vorhin noch vergessen zu erwähnen für euch. So, ich versuche mal ein bisschen den Himmel mehr einzufangen, wenn das Handy mir das erlaubt. Ja, das müsste gehen so. Der Himmel ist heute strahlend blau, ich kann nicht meckern. Die Sonne scheint, wir haben aktuell 12 Grad. Aber es ist nicht kalt, es ist nicht zu warm, es ist perfekt. Kann man nicht meckern. So, dann bis später, bis die nächsten tollen Streckenabschnitte kommen. So, das erste Stückchen kommt. Ich versuche es mal für euch einzufangen. Muss aber erstmal runterschalten auf die Geländeuntersetzung. Alle Offroad-Fans, ja, artgerechte Haltung. Geht noch. Kommt noch besser. Da ist das jetzt schon in halbwegs adäquaten Zustand. Vor 3 bis 4 Wochen sah es ja katastrophal aus. Da habe ich Videos bei uns im Dorfchat gesehen. Nur die kann ich euch nicht zukommen lassen. Das funktioniert nicht, das mögen unsere Leute nicht so sehr. So, nächstes Thema, speziell für euch, weil ich mehrere Privatnachrichten dazu bekommen habe. Und ich habe aber wirklich keine Zeit, die einzeln zu beantworten. Deswegen hier heute auf der Fahrt, wo ich sowieso langsam fahren muss, per Videonachricht für euch alle. Also, wenn jemand von euch den Bock und die Lust und den Drang verspürt, hier Urlaub zu machen, ist kein Thema. Wir haben hier bei uns in Burjatien, zum Beispiel in Ulan-Ude, mein Freund Lukas. Hallo Lukas, herzliche Grüße von Matthias. Den kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Er hat so eine, sagt man, Selbstständigkeit, nennt sich seine Firma Pojechali Tour. Er hat einen großen, wunderschönen blauen Kamaz 6x6. Da macht damit wirklich absolut geile Ausfahrten. Ich habe die Videos gesehen. Ich muss sagen, es ist mein Traum und auch von meiner lieben Frau. Wir wollen mal, wenn wir endlich mal etwas Ruhe und Zeit haben und uns mal 2 Wochen aus unserem Wildnisdorf verkrümeln können von der Arbeit, dass wir mal mit Lukas ein paar Touren machen. Das wäre unser Traum. Da gibt es ein paar Touren, die uns sehr interessieren, zu den heißen Quellen oder zu den Dazans. Das sind so ein paar Sachen, die uns sehr interessieren, Lukas. Das haben wir nicht vergessen, das ist geplant und das machen wir auch irgendwann. Aber ich denke, das wird alles im nächsten Jahr werden. Vom Thema abgewichen, das kann ich euch sehr empfehlen. Mit dem Flugzeug zum Beispiel bis nach Moskau, von Deutschland nach Türkei.
von der Türkei nach Moskau, von Moskau nach Ulan-Ude ist kein Thema. Wie gesagt, dort habt ihr Lukas als Ansprechpartner, wenn euch Ulan-Ude interessiert und euch die großen Ausfahrten interessieren. Und von Ulan-Ude ist es auch kein Problem in meine Richtung. Bei uns im Dorf gibt es ein Hostel. Das ist, wenn ich richtig informiert bin, ab 1200 Rubel die Nacht, ab bis 1600 oder 1700 etwa. Das sind zwischen 12 und 17 Euro pro Nacht. Das ist alles kein Problem. Das sind gute normale Preise. Es gibt auch noch preisgünstigere, aber ist egal jetzt. Essen und Trinken ist auch kein Problem bei uns im Dorf. Wir haben ein paar richtig schöne, knuffige Dorfrestaurants, 4, 5 Stück. 2 sind davon meine Favoriten, wo ich gerne hingehe. Dort kann man von Frühstück, Mittag und Abendessen alles zu sich nehmen. Speisen quer durch alles, was man sich so wünscht. Hauptsächlich sporadisch, sehr lecker. Also für Fleischfreunde, ihr kommt da voll auf eure Kosten. Die Busi kann ich euch nur herzlichst ans Herz legen. Sehr, sehr lecker. Ja, und dann die Geschichte mit der Straße ist auch kein Thema. Wenn ihr zwischenlandet in Ulan-Ude und dann weiter wollt, dann kann ich euch abholen kommen und dann können wir die Tour machen. Von Ulan-Ude hoch zu meinem Dorf, und in meinem Dorf könnt ihr dann in die Berge gehen, auf den großen Berg oder an den Fluss oder auch so. Die Gegend erkunden ist kein Thema, man kann auch da mal eine Ausfahrt machen. Muss aber alles gut geplant sein, weil ich dann von der Arbeit frei nehmen muss, und das kann ich nicht spontan einfach mal so. Das muss schon langfristig geplant sein. Also es wäre im Rahmen der Möglichkeiten, dass wir dann mal mit meinem Lager die Piste hoch und runter fahren nach Chita, dass ihr auch mal die andere Strecke seht. Strecke Ulan-Ude zu mir ist wesentlich besser im Zustand als die nach Chita. Chita ist diese schöne Offroad-Piste. Kann man auch einen Tagesausflug hinmachen oder 2 Tagesausflug, ist alles kein Thema. Aber wie gesagt, muss alles gut durchdacht und geplant und organisiert sein. Wegen Visum kann ich euch einen Ansprechpartner geben in Deutschland. Kenne ich jemanden, der beim Konsulat arbeitet, ist auch kein Thema. Und Juri kann euch, auch wenn die Verbindungen nicht so toll sind, in Irkutsk in Empfang nehmen und euch dann Richtung Zug begleiten, dass ihr mit dem Zug zum Beispiel nach Chita fahren könnt. Oder Ulan-Ude. Also da lässt sich vieles organisieren mit Hilfe von Lukas und Juri. Und mit mir kann man hier schon mal was organisieren. Würden wir auch machen. Aber es sollte dann es soll dann nicht die Dauerbeschäftigung für mich sein, weil ich habe einen Fulltime-Job. Und auf meinen Schultern liegen, wie gesagt, wie ich schon mal erzählt habe, auf meinen Schultern liegen eigentlich 3 Jobs und auf den Schultern meiner Frau liegen auch mehr wie einer. Deswegen, es ist möglich, ja, einverstanden. Wenn mal 1, 2 Leute mal kommen wollen, ist kein Thema, helfen wir. Aber als Hauptbeschäftigung möchte ich es nicht machen. Und wenn ich dann meinen Buchanka habe, können wir selbstverständlich auch mal mit dem Buchanka fahren. Das ist auch kein Thema. Also daran soll es nicht liegen. Es ist alles machbar, was das Herz begehrt. Was hier, ich sag mal, bei uns möglich ist. Natürlich kann man dann auch buddhistischen Tempel besuchen fahren oder zu den heißen Quellen. Da gibt es so ähnliche touristische Sachen, die man hier machen kann. Da würde ich euch dann aber bitten, setzt euch mit Juri in Kontakt. Er soll dann das absprechen mit euch und ich helfe dann bei der Detailplanung hier vor Ort. Nächster Videoteil, auch ein Teil der Fragenbeantwortung. Ja, ich arbeite hier als ganz normaler Elektriker. Na gut, auf ein bisschen höherem Niveau. Die Russen sagen zu meinem Ausbildungstitel Ingenieur, obwohl es kein richtiger Ingenieur ist, es ist Techniker. Aber das Wort Techniker existiert hier nicht. Für die ist es ein kleiner Ingenieur und da sind die glücklich, dass sie mich hier haben. Die Situation ist wie folgt und deswegen erzähle ich das euch jetzt mal auch in eigener Sache. Personal ist bei uns Mangelware. Ist einfach so. Warum? Will ich jetzt hier nicht erklären, weil das gehört hier nicht her. Kann sich jeder selbst denken, wo die Leute sind, die gut ausgebildeten.
Und wenn die nach Hause kommen, sind die teilweise nicht mehr so glücklich und auch nicht mehr so gut arbeitsfähig. Die meisten von denen brauchen dann Rehabilitationsmaßnahmen oder andere ärztliche Betreuung. Das ist der Job meiner Frau. Was ich damit sagen will, mir fehlt hier ein gut ausgebildeter, ganz normaler Elektriker. Wenn ihr nach deutschen Maßstäben ausgebildet seid, seid ihr absolut perfekt, dann seid ihr im Niveau um Dimensionen höher als die Kollegen, die wir hier haben, leider. Es gibt hier auch super gute Elektriker. Ich will nichts sagen, Gottes Willen, ich will sie nicht beschimpfen. Und zu Kollegen von Rossetti, da lasse ich nichts Böses sagen. Die machen ihren Job sehr gut und sehr professionell. Aber so normale Haus- und Hofelektriker, zum Beispiel ein paar Kabel im Haus legen, ein paar Kabel auswechseln, Steckdose wechseln, Lampen wechseln, nicht nur die Glühbirnen, die Lampen an sich komplett wechseln oder mal einen Schaltkasten instand setzen. Das ist ganz schwierig, hier gutes Personal zu finden. Deswegen ist es hier kein Problem, Arbeit zu finden in Sizilien. Gutes Personal wird überall gesucht. Ich habe in der Stadt Chita mehrere Angebote schon bekommen, mehr als was ich an meinen Händen zählen kann. Nuland OD genauso, aber ich will da nicht hin. Da müsste ich wieder auf Dienstreise fahren, wieder hin und her gurken. Nee, will ich nicht. Habe ich absolut keinen Bock drauf. Da bleibe ich lieber da, wo ich bin. Da weiß ich, was ich habe, da habe ich zu tun, bis ich in meine Rente gehe. Da wird mir es nie langweilig. Da habe ich meinen Notstromjob, dass ich die ganze Notstromtechnik betreue. Da habe ich meinen normalen Elektrikerjob, noch ein bisschen auf einem höheren Niveau, wenn ich komplexe Instandsetzung machen muss, Planung machen muss. Ich mache die ganze Planung für die Elektrik, wenn was repariert werden muss, und auch andere Planungen, Zäune. Also von A bis Z alles. Ich habe meinen Natschalnik-Posten, das heißt, ich bin der Chef der Hauswirtschaftsabteilung. Wollte ich nicht haben, den Job. Absolut nicht, weil das Stress ist, weil man da Mädchen für alles ist. Aber ich habe mich überreden lassen. Unsere hübschen Administrationsmädels haben mich da überredet. Ich konnte nicht Nein sagen. Nee, Spaß beiseite. Es gibt einfach niemand. Es gibt einfach kein Personal, keiner, der es machen will. Das ist das Problem. So, und damit hoffe ich endlich... Oh, ein chinesischer Geländewagen. Handy fällt wieder mal um, das war mir mal klar. Bodenwelle. Und der LKW kommt entgegen. Na, ist mal was Neues. Nee, wo waren wir stehen geblieben? Thema Jobs. Wie gesagt, wer auswandern will und Richtung Sibirien will, unbedingt. Man muss hier für Sibirien gemacht sein. Nicht jeder ist dafür gemacht, hier in den einsamen Regionen zu leben. Das hat alles Vor- und Nachteile. Du hast ja die absolute Ruhe. Dir geht niemand auf Schwein. Du brauchst dich nicht für Politik interessieren. Interessiert mich sowieso nicht. Wie schon so oft gesagt, geht mir am Arsch vorbei. Mir ist meine Frau, meine Familie wichtig. Mir ist wichtig, dass unser Haus bereit ist für den Winter, dass der Holzvorrat aufgefüllt ist, dass die Wassertechnik funktioniert, das Abwasser, dass genug zu essen und zu trinken als Vorrat über den Winter da ist, speziell über den Winter. Und der Rest ist eigentlich uninteressant. Ansonsten ist nur Job, Familie, Kinder, und nach der Arbeit fahren wir gerne mal raus aus dem Dorf an den Fluss oder bis in die Berge, die Seele baumeln lassen. Das ist uns wichtig. Und das bezeichne ich für mich, weil ihr auch immer wieder gefragt habt, das ist für mich die absolute Freiheit. Weil ich kann nach meinem Job auch machen, was ich will, auch wenn ich meinen Dauerbereitschaftsdienst habe wegen der Notstromsache. Aber so oft kommt das nicht vor. Das heißt, nach der Arbeit die Kinder abholen, raus aus dem Dorf, sich ein Käffchen mitnehmen, was zu naschen mitnehmen. Und dann sitzen wir gemütlich 1 Stunde, 1,5 Stunden am Fluss und genießen die Ruhe und die Natur. Und wie gesagt, das ist mein Lebenstraum gewesen, nach dem Job nicht weit fahren. Das sind bei uns ein paar Meterchen. Dann haben wir die saubere, frische Natur um uns herum, den sauberen Himmel, das glasklare Wasser von dem Bergfluss. Wenn er mal nicht mal Hochwasser hat, dann ist das Wasser glasklar. Kann man fast trinken, so sauber. Und dann kann man die Ruhe einfach genießen. Das ist für mich die Freiheit. Das ist das, was mir hier gefällt.
deswegen fühle ich mich in Sibirien wohl, besonders hier in Burjatien, weil die Buraten mir mittlerweile ans Herz gewachsen sind. Das ist ein ganz liebes, nettes, freundliches Volk, die aus meiner Sicht niemandem was Böses tun. Und daher, deswegen ist das mein Traum, hier zu leben, und mein Traum hat sich erfüllt. Ich hoffe damit endlich diese Fragen ausreichend geklärt zu haben. Warum lebe ich in Sibirien? Warum lebe ich da oben in der einsamen Wildnis? Warum bei den Buraten? Es gefällt mir hier. Ich finde es einfach schön hier und ich bin zufrieden mit dem, was wir hier haben. Fertig. Und meiner Frau gefällt es genauso. Punkt. So, jetzt hoffe ich, seid ihr damit zufrieden. Euer Matze. So, für Naturfreunde. Ich hoffe, man kann es erkennen. Weiter ranzoomen kann ich nicht. Wildpferdchen. Allerdings ist die Straße wieder hier in einem furchtbaren Zustand. Tut mir leid, dass das wackelt. Ich habe zwar den Tsunami von Yuri, aber das gleicht das ein bisschen aus. Aber langsamer fahren geht fast nicht. Ich hoffe, ihr könnt sie gut sehen. Da haben wir hier sehr viele von denen rumlaufen. Aber ich kann auch nicht garantieren, ob es wilde Pferdchen sind oder ob es welche sind, die ein Härchen haben. Aber haben wir immer sehr viele bei uns hier. Und das finde ich einfach noch schön. So, nächster Streckenabschnitt. Ich habe die erste Etappe geschafft. Ich habe jetzt, was waren es, etwa 93, 92 Kilometer keinen Handyempfang. Quer durch den Wald, die Wildnis. Da vorne sehen wir unsere Straßenbahnjungs, die den Weg wiederherstellen, so gut es möglich ist, wir einglätten und befahrbar machen. Herzlichen Dank an die buratischen Straßenbahnjungs. Eine Brücke, wie man das so schön nennen mag. So, jetzt geht's weiter. In ein paar Kilometern, weiß ich jetzt schon, kommt dann ein Streckenabschnitt, der sehr gewöhnungsbedürftig ist. Den werde ich dann für euch einfangen, so gut es geht. Da vorne haben wir einen LKW von den Straßenbahnjungs. Der wird Material abgeschüttet. Und dann werden das die Jungs wieder glatt ziehen und eben machen. Jetzt muss ich sehen, wie ich hier an dem Haufen vorbeikomme. Lustig. Mal schauen, ob man rechts vorbeikommt, denke ich schon. Könnte funktionieren. Das ist hier Straßenbau. Herzlich willkommen in Sibirien. Ich denke mal, in den nächsten Tagen werden die hier die Löcher und Unebenheiten wieder auffüllen. Es ist wieder halbwegs befahrbar. Mir sind noch ein paar lustige Sprüche eingefallen. So habe ich mal auf einem Buchanka gelesen. Uasik jest tam, die Wolki srać bojaca. Auf Deutsch, Buchanka fährt dort, wo Wölfe Angst haben zu scheißen. Da fällt mir fast schon ein, das kann man für Kamaz genauso sagen, ne Lukas? Kamaz jest tam, gdzie Wolki srać bojaca. Für dich wäre doch diese Straße hier ein Kinderspiel mit 6x6. Mit einem schönen Kamaz. Da komme ich noch zu dem... Oh, diese Straße. Da komme ich noch zu einem anderen Streckenabschnitt, der noch mehr Spaß machen würde. Das kommt in etwa 7 bis 8 Kilometern. Bis dann. Ja, und da fällt mir noch was ein. Das hast du mir mal zukommen lassen, mein lieber Juri. Ein schönes T-Shirt. Das werde ich mir auch irgendwann mal machen. Da stand drauf, Niva fahren heißt da stecken bleiben,
wo andere gar nicht erst hinkommen. Ja, ist wirklich so. Lieber bleibt man wirklich dort stecken, wo andere gar nicht erst langfahren würden. Auch so ein lustiges Ding. Vielleicht kann ich mir das irgendwann mal besorgen, das brauche ich. Und den Spruch mit dem Buchanka, der kommt auf alle Fälle auf meinen Buchanka hinten drauf, wenn ich einen Buchanka haben sollte. Mal schauen. Das ist ein absolutes Muss hier. Ich muss noch mal kurz anhalten, ich habe Gegenverkehr. Ich habe keine Lust hier die Staubwolke zu schlucken. Aber ich kann es für euch nutzen, ein kleines Video zu machen. Wilde Fahrt mit Buchanka. Willkommen in Sibirien. Und was kommt dahinter? Ah, Mitsubishi. Na da. Viel Spaß, Kollegen. So, weiter geht's. Kurzer Stopp zum Wetter und Sonne genießen. Kleine Pause. So, jetzt bin ich an dem extrem schlechten Streckenabschnitt. Da vorne stehen schon zwei. Ich werde mich mal überraschen lassen, was da passiert ist. Vielleicht kann ich und werde ich helfen. Mal schauen. Falls ich mich selber erstmal durchgraben kann. Auf alle Fälle erstmal langsam ranpirschen, bevor irgendwas anderes weiteres passiert. Dann schauen wir mal. Sieht auf alle Fälle nicht gut aus, weil das eigentlich die Seite ist, wo ich durchfahren wollte. Rechts ist es so gut wie unmöglich. Ei. Was ist denn da passiert? Verdammte Scheiße. Der setzt mit dem Hänger auf. Fuck. Mal schauen. Ich muss erstmal anhalten. Ich versuche auf der rechten Seite durchzukommen. Dann würde ich mal versuchen zu helfen, den Jungs. Aber lieber. So, Mr. Shackman gräbt sich durch. Dann schauen wir mal, ob wir den kleinen da befreien können. Der Shackman schafft es bestimmt. Руля прямо делай, покажи ему руля прямо. Руль прямо сделай. Вот. Все, вот так прямо, давай. So, das eigentliche Hauptstück haben wir hinter uns. Da habe ich das Video gemacht mit dem Shackman, der den Transporter rausgezogen hat, auch einer aus meinem Dorf. Ja, man trifft sich hier so oft auf der Straße und
Jetzt kommt noch so ein schönes Stück. Und das, denke ich, wird das letzte Video für heute sein, was ich für euch mache. Weil ich will euch nicht langweilen mit diesen unendlichen vielen Straßenvideos. Ja, ich weiß, euch Offroad-Fans gefällt das sicherlich, aber das wird nicht jedermanns Sache sein. Das ist jetzt hier, bevor ich den nächsten Haltepunkt habe, das letzte schlechte Stück. Und der Rest ist in halbwegs gutem Zustand, was man als guten Zustand bezeichnen kann. Ja, und da gibt es auch nicht viel zu berichten. Ich habe mir heute Mühe gegeben, so weit wie möglich die Fragen, die ich im Gedächtnis hatte, von euch zu beantworten. Und dann verabschiede ich mich jetzt bei euch und bis zum nächsten Mal. Euer Matze aus Sibirien.